und da habt ihr recht, weil es ist wirklich eine Wahnsinnsgeschichte. Ich möchte euch sagen, wie ich ihn kennengelernt habe. Überhaupt, wie ich immer verrückte Leute kennenlerne, fragen mich sowieso immer viele. Also über die ich Bücher schreibe, normalerweise google ich und gebe einfach irgendwas ein. Also bei meinem neuesten Buch habe ich eingegeben Bad und Cop und Corrupt und Christian oder sowas, und dann habe ich einen Typen gefunden, der ein korrupter Polizist ist und eine Story hat, und bumm, hatte ich meine Story für ein nächstes Buch. Ihn habe ich nicht so kennengelernt. Er hat mir geschrieben, ich war auf Facebook oder so, vor Jahren, vielleicht 4 oder 5 Jahre. Oder 6. Genau, und dann ist er zu einem Camp gekommen, einfach so ganz spontan, nicht als Teilnehmer, sondern einfach damit wir ein bisschen quatschen können. Und als er da so bei uns im Camp war, habe ich ihm gesagt, Mensch, du hast eine Story. Du könntest doch die gleich hier in unserem Camp allen erzählen. Er so, ich weiß nicht und so, ob das dann gut ankommt. Na, das kommt gut an. Komm, erzähl deine Story. Und das kam sehr gut an. Das hat mich sehr begeistert und fasziniert, was er alles schon erlebt hat. Und dann, als ich dieses Jahr mir überlegt habe, wen soll ich denn diesmal einladen, mit mir zu kommen, um seine Story zu erzählen, da ist mir der Angelo wieder eingefallen. Ich dachte, Mensch, wenn er Zeit hat, die Geschichte müssen die Leute hören. Ja, und jetzt ist er hier. Vielleicht mal einfach einen herzlichen Applaus für ihn. Ja, genau. Du hast ja, das Verrückte an deiner Geschichte ist ja, ich meine, wir haben es ja angekündigt, Ex-Satanist, das heißt, du warst mal Satanist, und dann denkt man vielleicht, dass du aus einer ganz schlimmen Vergangenheit kommst, und dann stellt euch vor, er ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Erzähl doch mal, wie kommt denn das aus einem christlichen Elternhaus und dann das? Ja, also das ist richtig. Meine Eltern sind Christen, waren Christen, und ich bin wahrscheinlich wie viele von euch, bin ich schön brav jeden Sonntagmorgen aufgestanden, um in die Sonntagsschule zu gehen, während meine Freunde aus der Schule zu Hause blieben und Comics schauten. Und ja, das war schon so, als hätte ich das eigentlich sozusagen in die Wiege gelegt bekommen. Also ich wusste schon von Anfang an, wer ist Jesus, da hat man immer so eben die typischen Sonntagsschulgeschichten gehört. Und für mich gab es irgendwie nichts anderes. Also ich bin so aufgewachsen, ich habe das nie in Frage gestellt. Das war so eigentlich meine Kindheit, ja. Ja, aber dann, wie bist du denn in sowas Verrücktes reingerutscht? Also es war dann eigentlich so, dass ich, als ich in der Schule war, und mir wurde ja gesagt, du sollst dazu stehen, dass du gläubig bist, du sollst dazu stehen, dass du an Jesus glaubst. Und das habe ich auch meinen Freunden in der Schule erzählt. Nur das kam nicht bei allen sehr gut an. Das führte dann dazu, dass ich, heute nennt man das Mobbing, ich wurde gehänselt, man hat mir dann später in den höheren Klassen hat man mir das Mittagessengeld geklaut, ich wurde verprügelt, und ich fragte mich immer, Mensch, wieso lässt Gott das zu? Ich konnte mir darauf keinen Reim machen. Und es war auch für mich sehr schwierig, ich hatte nie so eine richtige Beziehung zu Jesus. Ich habe mich nie bewusst für ihn entschieden, weil, wie gesagt, es wurde mir ja in die Wiege gelegt. Es kam nie der Moment, wo ich wirklich sagte, doch, ich möchte mein Leben Jesus übergeben, sondern es war einfach, wie es ist. Und dazu kam dann noch, dass ich schon als Kind hatte ich so eine Faszination für das Übernatürliche, auch so ein bisschen für das Böse, sage ich mal. Das hat sich so geäußert, dass ich schon, ich war etwa 11 oder 10, habe ich Stephen King gelesen, H.P. Lovecraft. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das schlecht ist, aber mir hat es damals in diesen jungen Jahren nicht gut getan, weil es wurde dann diese Faszination wurde noch weiter verstärkt. Meine Eltern haben das vielleicht auch ein bisschen gemerkt, jeder von euch kennt doch den Film König der Löwen, und ich fand schon als Kind, ich fand den Scar einfach super. Und so hat sich das einfach schon als Kind ein bisschen geäußert, sage ich mal. Ja. Und du hast mir gesagt, dann ist aber etwas wirklich Schlimmes in deinem Leben passiert, wo du einfach gesagt hast, nee, ich wechsle jetzt die Seiten. Und was war das? Ja, also weiter ging es dann
dass ich dann eben angefangen habe mit kleineren Sachen, also mit Tarotkarten hat es dann angefangen und da war ich eigentlich noch Christ. Ich habe mich einfach für den Okkultismus habe ich mich interessiert, für die Praktiken und alles drumherum, habe dann auch ein bisschen angefangen mit so eben, ich sage jetzt mal, mit kleineren Sachen wie die Tarotkarten, Pendeln etc., Dämonenspiegel und solche Sachen. Aber ich war noch nicht an dem Punkt, wo ich mich wirklich gegen Gott gestellt hätte, sondern es war noch immer so ein bisschen, ich habe noch immer ein bisschen daran festgehalten und nannte mich zu dem Zeitpunkt auch immer noch Christ. Es war dann eigentlich erst später, als ich 14 war, da erkrankte meine Schwester an Lungenkrebs und wie gesagt, ich war zu diesem Zeitpunkt immer noch Christ und ich habe gebetet, Herr, ich weiß, du kannst heilen, mach doch meine Schwester gesund, dass sie noch bei mir ist. Und es ging dann nicht allzu lange, dann ist sie gestorben an diesem Lungenkrebs. Und als meine Eltern ihren Trost fanden bei Gott, da fand ich keinen Trost mehr, es war nur noch Bitterkeit da und ich konnte nicht verstehen, wie Gott das zulassen konnte, dass meine Schwester einfach so gestorben ist. Und das war dann der Moment, wo ich wirklich sagte, jetzt wechsle ich ganz bewusst die Seiten, ich will von Gott nichts mehr wissen. Und hast du dann auch ganz konkrete Schritte unternommen, quasi deine Seele dem Teufel verkauft oder sowas in der Art? Ja, also da wurde es dann effektiv konkret. Ich habe in einem Ritual habe ich meine Seele dem Teufel verkauft, so ist es, weil ich wollte mit Gott abschließen, ich wollte mit Gott nichts mehr zu tun haben und ich habe mich ganz bewusst an Satan gewandt, weil ich die Hoffnung hatte, er könnte mir das geben, was ich von Gott nicht bekommen habe. Und hat er dir das gegeben? Stück weit habe ich meine, wie soll ich sagen, als ich auch als Kind immer wieder gehänselt wurde und alles drumherum, ich wollte das zurückzahlen. Und ich war nicht groß, ich war nicht stark, bin ich auch heute nicht. Und ich sah irgendwie keine andere Möglichkeit, als mit diesen okkulten Praktiken mich mitzurächen. Und das hat mir Satan ermöglicht. Und du hast gesagt, deine Eltern sind Christen. Ja, haben sie davon gewusst und wie haben sie denn da reagiert? Anfangs haben sie es nicht gewusst. Wie gesagt, also vielleicht hätten sie es ein bisschen früher merken können, ich weiß es nicht. Aber anfangs habe ich immer noch alles vertuscht. Und wie gesagt, ich war ja noch Christ ganz am Anfang. Und irgendwann dann hat meine Mutter meine Tarotkarten entdeckt und das konnte ich dann noch so ein bisschen erklären. Ab diesem Zeitpunkt, als ich dann wirklich meine Seele Satan verkauft habe, habe ich auch keinen Hehl mehr daraus gemacht. Also da hatte ich dann das kopfstehende Kreuz an und ich hatte auch auf meinem Auto, auf der Motorhaube hatte ich ein riesengroßes Pentagramm drauf mit dem Ziegenkopf in der Mitte und da versteckte ich es nicht mehr und meine Eltern haben es spätestens ab diesem Zeitpunkt haben sie es gewusst. Aber einverstanden waren Sie logischerweise nicht damit. Haben Sie denn mit dir darüber geredet oder dir gewisse Regeln gesagt, wie das so ist, ja, was du da machen darfst oder eben nicht? Ja, einverstanden waren sie natürlich nicht. Sie haben es nicht gut geheißen, was ich getan habe oder was ich zu dieser Zeit praktizierte und das haben sie mir auch gesagt. Aber es war dann eigentlich noch speziell, meine Mutter wurde von unserer Gemeinde sehr unter Druck gesetzt, dass sie mich ja vor die Türe stellen sollte. Es hieß da, einen Satanisten dürft ihr als Christen in eurem Haus nicht dulden. Und ich bin heute im Nachhinein meiner Mutter so dankbar, dass sie gesagt hat, nein, er ist und bleibt mein Sohn, egal was er tut, er bleibt bei mir zu Hause. Und sie haben mich nicht vor die Türe gestellt. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Allerdings hatte meine Mutter eine Bedingung. Und sie sagte damals, du darfst bei uns zu Hause bleiben, aber was du tust, tust du nicht unter meinem Dach, sondern dafür gehst du raus, irgendwo in den Wald oder sonst wohin, aber nicht unter meinem Dach. Und du hast dich selbstverständlich daran gehalten? Ja, selbstverständlich. Also ich musste es ihr versprechen, ich habe es ihr versprochen, aber ich habe mich natürlich nicht daran gehalten. Das Interessante war nur, egal was ich tat in dieser Hütte, nichts hat funktioniert.
Das war schon ein bisschen demütigend. Es war wirklich speziell. Sie hatte diese Forderung gestellt, ich habe ihm ein Versprechen gegeben und egal was ich tat, es funktionierte nicht. Ich musste immer noch draußen gehen. Verrückt. Und ja, du bist ja immer tiefer reingerutscht. Und wie kam es denn, also dass sich das dann wieder gekehrt hat, dass da wieder eine Wende eingetroffen ist? Das war an einem Abend, als ich meinen damals besten Freund verfluchen wollte. Wir hatten da eine kleine Meinungsverschiedenheit. Und wie ich es ja, ich sage jetzt mal in dieser Zeit gelernt hatte, wusste ich, wie ich meinen Willen durchsetzen konnte. Und ja, ich habe da beschlossen, ihn zu verfluchen. Bin in den Wald gegangen, an einen Waldweiher, habe da all meine Ritualdinge mitgenommen und habe dieses Ritual vorbereitet und habe mit diesem Fluch mal angefangen. Und irgendwann während den Vorbereitungen wurde mir wie bewusst, was ich da eigentlich mache. Ich habe mich selbst mal so angeschaut und mich selbst einmal gefragt, hey, was tust du da? Das ist dein bester Freund und du willst ihn verfluchen. Und da habe ich mich entschlossen, nein, das will ich nicht. Und ab diesem Zeitpunkt, da war es dann so, dass ich das Ganze wie umgedreht hatte. Es hat sich dann alles so ein bisschen wie gegen mich gekehrt, weil ich mich dagegen entschieden habe. Ich wollte das Ritual abbrechen und plötzlich, das erzähle ich aus der Erinnerung, das erzähle ich so, wie ich es erlebt habe. Man kann sich jetzt fragen, hat er sich das nur eingebildet oder nicht? Ich erzähle es einfach so, wie ich es erlebt habe. Der Himmel wurde in dieser Nacht wirklich pechschwarz, keine Sterne mehr und nichts mehr. Also dunkler als einfach nur der schöne Nachthimmel. Und auch dieser Waldweiher, der wurde schwarz wie Teer. Und da kriegte es mit der Angst zu tun, weil ich merkte, diese Mächte, mit denen ich mich eingelassen habe, erstens, ich habe sie nicht unter Kontrolle, so wie ich es geglaubt hatte. Und zweitens, dieser Teufel, den ich fälschlicherweise als mein Freund angesehen hatte, der hat nichts Gutes für mich im Sinn. Und da überkam ich eine höllische Angst. Ich hatte Angst um mein Leben und ich habe so schnell wie möglich das Ritual abgebrochen, habe meine Sachen zusammengepackt und wollte nur noch eins, ich wollte nur noch raus aus diesem Wald, in dem ich in jedem Schatten sah ich irgendwelche Augen und ich fühlte mich richtig verfolgt. Und ich weiß noch, ich bin durch diesen Wald gestürchelt, über Wurzeln, mit so einer riesigen schwarzen Kiste mit all dem Zeugs drin. Und ich hatte immer das Gefühl, irgendetwas ist mir auf den Fersen und will mich packen. Und ich wollte nur noch raus aus diesem Wald. Und dann bin ich irgendwann rausgekommen, in mein Auto gestiegen und ab da ist einfach Blackout. Also Blackout, du weißt gar nicht mehr, was nachher passiert ist, eigentlich? Nein, meine Mutter hat mir dann später mal davon erzählt. Das war eine ganz spezielle Nacht, auch für sie. Ich muss da ein bisschen ausholen wieder. Wie gesagt, das war dann ein paar Jahre später, als ich mit meiner Mutter über das Ganze mal so ein bisschen geredet habe, hatte sie mir geschildert, ja, dieser Abend war auch für sie etwas Besonderes. Sie wusste, was ich tat. Sie wusste, wohin ich ging an diesem Abend. Und sie hatte da an diesem Abend Hauskreis, Hausgruppe, Hauszelle oder wie ihr das nennt. Und sie hatte den ganzen Abend schon ein ganz schlechtes Gefühl. Und sie haben den Abend dann frühzeitig abgebrochen. Sie sind nach Hause gegangen. Meine Mutter war dann alleine, mein Vater war, ich weiß nicht mehr, wo mein Vater war, er war auf jeden Fall nicht zu Hause. Und meine Mutter war alleine. Und sie hatte Angst vor dem Moment, wo ich nach Hause komme. Und sie wollte sie die Haustüre abschließen, den Schlüssel stecken lassen, damit ich nicht mehr rein kann. Und sie hat gebetet und Gott hat ihr gesagt, nein, das musst du nicht. Lass die Türe offen, egal was passiert, ich beschütze dich. Und sie hat die Türe offen lassen. Und irgendwann, so zwischen 1 Uhr und 2 Uhr morgens, bin ich dann offenbar nach Hause gekommen mit quietschenden Reifen. Ich habe noch irgendwo eine kleine Mauer touchiert mit dem Wagen. Und sie erzählte mir dann, ich hätte die Türe aufgemacht, sei ins Haus gekommen, die Türe so fest zugeknallt, sie hatte gedacht, das Haus stürzt gleich ein. Und ich bin dann in den oberen Stock gekommen und wir haben so ein bisschen ein altes Haus, da ist im oberen Stock sind die Schlafzimmer. Mein Schlafzimmer war gleich neben dem von meinen Eltern.
Und die Türen sind so ein bisschen schief, da sieht man so ein bisschen unter den Türspalt hindurch. Und meine Mutter hat mir dann erzählt, ich sei nach Hause gekommen, in den oberen Stock gekommen, und dann hätte sie einfach nur meinen Schatten gesehen vor ihrer Türe durch das Licht vom Gang. Und ich stand einfach da, etwa eine halbe Stunde lang. Und sie hatte Angst. Sie hatte Angst, dass ich diese Türe aufmache und in ihr Zimmer komme. Und sie hat nur gebetet, Herr, lass sie nicht reinkommen, Herr, lass sie nicht reinkommen. Und ich bin dann auch nicht reingekommen. Irgendwann nach dieser halben Stunde, oder wie lange es danach war, bin ich in mein Bett gegangen. Und als ich am nächsten Tag aufwachte, ich kann mich an nichts erinnern. Ab diesem Moment, als ich ins Auto einstieg, kann ich mich an nichts erinnern. Aber als ich am nächsten Morgen aufstand, ging ich aus meinem Zimmer, ging am Zimmer von meiner Mutter vorbei, und da lag am Boden mein Ritual durch. Und offenbar stand ich einfach vor dieser Tür mit diesem Ritual durch in der Hand, und ich weiß nicht, was geschehen wäre, wenn ich in dieses Zimmer reingegangen wäre. Irgendetwas hat mich dann davon abgehalten, diese Türe zu öffnen und da reinzugehen. Und heute im Nachhinein weiß ich, das war Gott, der seine Finger im Spiel hatte und mich davon abgehalten hat, etwas zu tun, was ich mir nie hätte verzeihen können. Und du hast ja in diesem ganzen Prozess auch ganz klar gewusst, auf welcher Seite du stehst, und auch klar gewusst, ich komme in die Hölle. Wenn ich jetzt sterbe heute, ich komme in die Hölle. Oder? Ja, also das war schon so. Ab diesem Moment wusste ich, wenn ich jetzt sterbe, dann komme ich in die Hölle. Ja. Anfangs dachte ich ja noch, ja super, Hölle, Party und alles drum und dran. Aber an diesem Abend wurde mir bewusst, nein, das ist nicht ganz so. Wenn ich da hinkomme, es wird mir da nicht gefallen. Und der Teufel ist nicht der Freund, für den ich ihn gehalten habe. Und da habe ich mich das erste Mal eigentlich entschieden, ich will mit dem ganzen Schluss machen. Ich will das Ganze hinter mir lassen, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Ich habe all meine Bücher und meine Ritualgegenstände, alles habe ich zusammengepackt und habe einen riesengroßen Scheiterhaufen gemacht. Alles angezündet und verbrannt. Und im ersten Moment fühlte ich mich eigentlich sehr erleichtert. Also da alles ist verbrannt, alles zu Asche, und ich dachte da schon eigentlich, ja, jetzt habe ich es hinter mir. Aber ganz so war es dann nicht. Ich hatte dann in der ersten Nacht, nachdem ich all meine Sachen verbrannt habe, hatte ich einen ganz seltsamen Traum oder eine Vision oder wie man das auch immer nennen will. Ich bin da durch einen dunklen Wald geirrt, und jetzt sehe ich diesen dunklen Wald so ein bisschen als mein Leben an. Ich bin da umhergeirrt, wusste nicht recht wohin, und irgendwann sah ich da so im Geäst in der Dunkelheit ein helles Licht leuchten. Und ich bin auf dieses Licht zugelaufen, und dann sah ich, das ist eine Person, ein Wesen, das da durch diesen Wald geht. Und ich dachte, wow, ein Engel, das ist ein Zeichen. Ich bin auf dem richtigen Weg, und ich bin diesem leuchtenden Wesen bin ich nachgelaufen und habe es dann eingeholt, und im ersten Moment wirklich, wow, wunderschön. Und ich dachte, doch, dieses Wesen, das hilft mir jetzt. Und es hat sich mir zugewandt, hat sich so wie ins Gesicht gegriffen und zieht eine Maske herunter, und hervor kam einfach nur ein Gesicht gezeichnet von Hass, Zorn, Wut, und ich wusste, das ist der Teufel. Das ist der Teufel, der mich mein ganzes Leben lang verblendet hat und sich da das erste Mal wirklich so gezeigt hat, wie er wirklich ist. Und er sagte zu mir, du gehörst mir, du entkommst mir nicht. Und dann bin ich aufgewacht. Und ja, diesen Traum hatte ich ja wahrscheinlich noch wie tiefer reingetrieben. Also du hast mir auch geschildert, du wolltest ja, eben, hast ja auch die Dinge verbrannt, du wolltest ja weg. Ja, was hast du denn als nächstes getan, wenn ja der Teufel persönlich dir sagte, du kommst da nicht weg? Es wurde dann eigentlich alles nur noch schlimmer für mich, weil ja, ich wusste, ich komme aus eigener Kraft, komme ich da nicht mehr los davon. Und es war auch so, wenn ich mich selber im Spiegel sah, ich empfand nur noch Abscheu für mich selbst. Nur noch eine Abscheu, einen Hass für mich selbst, wenn ich mich im Spiegel sah, für all das, was ich getan hatte, weil es war mir damals wirklich bewusst, es war schlecht, was ich tat. Und es war nicht nur schlecht für mich, auch für mein Umfeld, was ich meinen Eltern angetan habe und alles.
am liebsten hätte ich einfach in diesen Spiegel hineingeschlagen, um einfach mir selbst, ich habe mich sowas von gehasst. Ich wollte nicht mehr leben. Ich wollte dem allen einfach nur ein Ende machen, ein Ende bereiten und ich wollte einfach alles nur noch hinter mir lassen. Ich wollte, dass es einfach nur vorbei ist. Und da habe ich mich dann entschieden, dass alles keinen Zweck mehr hat und ich wollte mich umbringen. Ich bin ins Auto gestiegen, bin rausgefahren, bin auf eine Brücke gestiegen über das Geländer und ich wollte nur noch loslassen. Es sollte einfach alles nur noch vorbei sein. Ja, und dann, Gott sei Dank, wie man sieht, bist du nicht gesprungen. Gott sei Dank. Was hat dich denn dazu veranlasst, nicht zu springen? Es war ein ganz spezieller Moment. Also es war so, ich war bereit, mein Leben wegzuwerfen, weil ich keinen Sinn mehr darin sah. Mein Stolz war gebrochen, mein Wille war gebrochen, alles war nur noch ein einziger Trümmerhaufen. Und da hat mich Gott angerührt. Ich erinnerte mich zurück an meine Jugend, an meine Kindheit und eigentlich habe ich ja die ganze Zeit gewusst, dass ich eigentlich die richtige Hilfe finde. Aber mein Stolz hat es zu diesem Zeitpunkt noch nicht zugelassen. Da allerdings war ich so am Boden zerstört, es war alles in Trümmern. Ich war nie bereit zu sagen, schlimmer kann es ja nicht mehr kommen. Und ich bin von diesem Geländer wieder über das Geländer zurückgestiegen, auf diese Brücke, ich bin auf die Knie gefallen und habe einfach in den Nachthimmel hochgeschrien, Gott, wenn du noch irgendetwas mit meinem Leben anfangen kannst, mit all dem Mist, der sich da angehäuft hat, mit allem, was ich getan habe, nach allem, was war, wenn du noch irgendetwas mit mir tun kannst, dann tu etwas, tu irgendetwas, egal was, aber tu etwas. Und dann ist gar nichts geschehen. Es war kein Licht vom Himmel, es war keine Stimme vom Himmel, es ist überhaupt nichts passiert. Es hat sich nur in mir drin, hat sich etwas ein bisschen verändert. Ich wurde ein bisschen leichter und ich sagte mir, ein Tag mehr oder weniger spielt keine Rolle mehr. Und ich bin wieder nach Hause gegangen. Und dann, ja, du hast Gott gebeten, dass er etwas tut und er hat es in dem Moment nicht getan, aber ein bisschen später hat er doch was getan. Was ist denn passiert? Ja, ein bisschen später hat er dann tatsächlich was getan. Mein Telefon hat geklingelt und ich erhielt da einen Anruf von einem alten Schulkollegen, den ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Ich wusste gar nicht, dass der überhaupt noch meine Nummer hat. Und ich war schon sehr überrascht, dass er mir überhaupt anruft. Und anfangs haben wir noch ein bisschen geplaudert, so ja, wie geht's und bla bla bla. Und irgendwann mal, dann kommt er so auf den Punkt und fragt mich so, hey, hättest du Lust mit mir mitzukommen in die Ferien? Und ich fand das ein bisschen komisch, weil wir haben uns seit Jahren nicht gesehen. Ich so, was sind die Ferien? Und ich habe dann ein bisschen nachgefragt und irgendwann rückte er dann ein bisschen mehr raus. So, ja, weißt du, mit noch ein paar Freunden. Ja, was für Freunde denn? Ja, das sind alles Christen. Und ich dachte, oh mein Gott, nein. Und schlussendlich stellte sich heraus, das war nicht einfach irgendwie so Ferien oder so, sondern das war ein Pfingstlager vom christlichen Zentrum Bucheck in Zürich, falls das jemand kennt. Ein Pfingstlager mit einem Haufen lustiger Christen und ich dachte, nein. Und doch sagte ich mir da, Junge, du wolltest ja, dass etwas passiert. Und ich habe zugesagt. Aber du wolltest ja eigentlich nicht unbedingt gehen. Und was hast du denn gemacht, damit du doch nicht gehen musst? Nein, ich wollte nicht gehen. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich ja doch schon zugesagt und ich wollte nicht als Feigling erscheinen, indem ich einfach irgendeine fadenscheinige Ausrede auftische oder so. Ich habe mir dann das anders zurechtgelegt. Ich wollte nicht, dass ich absage, um nicht zu gehen, sondern ich wollte, dass Sie mir sagen, du darfst nicht mitkommen. Wir haben uns da verabredet an einem Treffpunkt, wir wollten dann da alle zusammen weitergehen und ich bin dann da aufgekreuzt mit langem schwarzem Ledermantel, komplett in schwarz gekleidet, weiß geschminktes Gesicht mit tiefschwarzen Augenrändern, so wie Marilyn Manson. Kopfstehendes Kreuz und Klauenringe und einfach alles. Ich habe alles aufgefahren, was ich gefunden habe. Nur,
in der Hoffnung, damit sie mir dann sagen, hey, spinnst du eigentlich, so einen nehmen wir nicht mit. Ja, und dann haben sie dich mitgenommen oder nicht? Ja, ich bin dann da so aufgekreuzt und es war schon, also es war verrückt, also sie waren dann schon da, es war so eine Gruppe junger Leute und die hat man schon von Weitem erkannt, sie hatten da so einen Bus, in dem wir weiterfuhren, der war tapeziert mit lustigen Aufklebern, also Fischchen drauf und Jesus lebt, und voll tapeziert mit den Zeugen, ich dachte, ja toll. Und ich ging da auf diese Gruppe zu und dann löste sich plötzlich so ein blonder junger Mann aus dieser Gruppe und ich dachte so, oh, jetzt musst du dann die Beine in die Hand nehmen und der kommt auf mich zu und das Einzige, was er macht, ist, er umarmt mich so, wie ich war und sagt, toll, dass du da bist. Und ich dachte, nee, Junge, komm, also du magst auf den Augen. Darf doch nicht wahr sein. Also musstest du doch mitgehen. Ja, und wie ist es dir dann ergangen in diesem Camp? Ja, ich war in diesem Camp mit diesem Haufen verrückter Christen und es war ganz anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Also es war auch nicht so, es war nicht so ein Christencamp, sage ich jetzt mal in dem Sinne. Es gab kein Programm, es gab keine großen Predigten und so. Sie hatten sich da so ein kleines Häuschen gemietet mit Swimmingpool und allem und jeder konnte ein bisschen tun, was er will. Es war eine ganz lockere Atmosphäre und mir hat es gut getan. Ich habe da mal Christen kennengelernt, mal von einer anderen Seite. Nicht so mit dem Finger auf mich zeigen, Satanist oder fahr zur Hölle oder was auch immer, sondern ich war einfach so, wie ich war und ich wurde akzeptiert. Logisch haben sie da vor dem Essen gesungen und gebetet. Ich bin dann aufgestanden und rausgegangen, weil ich wollte noch ein bisschen provozieren. Aber das war denen einfach egal. Und egal, was ich tat, das war einfach, ja, ich war da und es war in Ordnung. Und es war irgendwie, ja, es waren einfach ein paar lustige, tolle Tage mit diesem verrückten Christen. Aber der Freund, der dich angerufen hat, der ist ja dann noch einen Schritt weiter gegangen. Ja, der hat nicht locker gelassen. Das Camp war zu Ende. Wir haben uns da wieder an diesem Treffpunkt, waren wir da, wo wir uns dann wieder getrennt haben. Und dann meinte er so, ja, jetzt bist du doch mitgekommen ins Camp, möchtest du nicht auch noch in den Gottesdienst kommen? Und ich dachte, nee, komm, jetzt mal langsam. Und doch kam mir wieder in den Sinn, du wolltest, dass etwas passiert. Und ich habe dann wieder zugesagt und bin dann tatsächlich in diesen Gottesdienst gegangen, wieder mit langem schwarzem Mantel und allem drum und dran, ohne kopfstehendes Kreuz. Das habe ich so ausgelassen, weil ich dachte, na komm, übertreiben musst du es nicht. Und dann, ja, da war es dann wieder ein bisschen anders. Also die Leute haben mich ein bisschen schräg angeguckt und so, aber das war in Ordnung, das war ich nicht gewöhnt. Keiner hat mich dumm angemacht, überhaupt nicht. Und ich war da in diesem Gottesdienst und wer es da vielleicht kennt, das ist eine riesengroße Kirche. Also an diesem Gottesdienst waren vielleicht etwa 200 Leute, plus minus. Und ich war da mittendrin, in diesen 200 Leuten. Und ja, der Lobpreis war da und dann auch die Predigt. Und die Predigt hat mir nicht wirklich was gesagt. Ich kann mich nicht einmal mehr erinnern, was genau das Thema war. Aber der Prediger auf dieser Bühne, irgendwann mal mitten in der Predigt, da schaut er mich direkt an. Mich unter all diesen 200 Leuten, zeigt mit dem Finger auf mich und sagt, auch du kannst frei sein, auch du kannst gerettet werden. Amen. Und diesen Moment, es lief mir kalt den Rücken runter, ich wusste nicht, was los war. Irgendwie war ich sauer und irgendwie konnte ich das auch nicht verstehen. Ich bin aufgestanden, aus dieser Kirche hinausgeflüchtet an die frische Luft. Mein Freund ist mir dann irgendwann mal gefolgt und fragte mich so, hat dich die Predigt so berührt? Und ich war so sauer, ich habe mal Dampf abgelassen. Ja, nee, die Predigt war mir, überhaupt nicht, aber dieser Prediger, was erlaubt er sich? Der hat mit dem Finger auf mich gezeigt.
Und ich war so außer mir, ich musste einfach mal Dampf ablassen. Und er saß nur da und hat zugehört. Und ich war dann fertig und dann fragte er mich so, ja jetzt? Ja, was denn jetzt? Ja, ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass du den nächsten Schritt machst. Und ich wollte nicht. Und doch wollte ich. Es war so ein Hin- und Hererzählen. Ich wusste jetzt, was eigentlich jetzt kommt, kommen muss und was ich tun muss, wenn ich wirklich frei sein will von dem Ganzen. Und ich sagte dann, ja doch, ich will frei sein. Und ich weiß nicht, wie er sich gefühlt hat. Er hat sich dann noch Verstärkung geholt. Vielleicht hat er zu viele Kinofilme geschaut, ich weiß es nicht. Sie waren dann zu zweit und haben für mich gebetet und haben mich dann gefragt, willst du frei sein? Willst du deine Sünden bekennen? Und willst du, dass Jesus Christus dein Herr ist? Und ich wollte Ja sagen, aber es kam nicht raus. Das war so ich vergleiche es immer mit so, das war so wie ein Gewicht zu stemmen. Wie ein schweres Gewicht, das ich nicht bewegen lassen will und du musst all deine Kraft aufbringen, dass sich das Teil nur so ein Stück bewegt. Und irgendwann, nach diesem Hin und Her, ja, nein, ich will nicht, gab mir Gott die Kraft, einfach auszusprechen, ja, Jesus Christus, vergib mir alles, was ich getan habe, vergib mir meine Sünden, sei du mein Herr, mach du mein Leben neu. Und ich habe an diesem Abend alles vor Jesus hingelegt, vor Jesus Kreuz gelegt. Ich wurde an diesem Abend von allem frei, ich möchte betonen, von allem frei, nicht stückweise, sondern wirklich von allem. Und ich konnte an diesem Abend ein neues Leben anfangen. Also da kann man wirklich sagen, Halleluja. Halleluja. Wirklich. Und wenn du jetzt so, das ist jetzt alles ja schon ein paar Jahre her, und wenn du jetzt zurückblickst so, auf dein Leben, auf das, was du jetzt uns da alles erzählt hast, was würdest du als eine Überschrift drüber schreiben oder was sticht für dich ganz besonders heraus? Also es sind eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, das ist mir erst später aufgefallen, eben nach ein paar Jahren, als ich das Ganze so ein bisschen aufgearbeitet habe und alles. Das Interessante war wirklich, selbst in dieser Zeit, wo ich mich von Gott abgewandt habe, wo ich Gott verflucht habe, mit Gott nichts mehr zu tun haben wollte, er war immer da. Er war immer da und hat mich davor bewahrt, Dinge zu tun, die er mir hätte verzeihen können, aber die ich mir selbst nicht verziehen hätte. Er hat mich davor bewahrt, in die Drogen abzurutschen, was in dieser Szene leider sehr verbreitet ist. Einfach alles, was später noch schwerwiegende Konsequenzen für mich gehabt hätte oder was es unglaublich erschwert hätte, von dem Ganzen frei zu werden, vor dem hat er mich bewahrt. Und das ist schon eine sehr interessante Erkenntnis, selbst, wie gesagt, als ich nichts von ihm wissen wollte, er hat mich nicht allein gelassen. Das ist das eine. Und das zweite ist, Jesus kann von allem frei machen. Egal was ich getan habe, egal was du getan hast, Jesus kann dich frei machen. Das sind diese zwei Dinge. Ja. Amen. Also ich glaube, da kann ich nicht mehr viel hinzufügen. Also ich danke dir einfach ganz herzlich, dass du das alles von dir erzählt hast. Und er ist nachher auch noch beim Büchertisch. Und wenn ihr noch spezielle Fragen an ihn habt und noch ein paar Dinge genauer wissen möchtet, dann fragt ihn einfach. Ich bin sicher, er wird euch Auskunft geben. Und was ich auch noch unbedingt erwähnen möchte, ist, dass er auch ein Schriftsteller ist. Das freut mich natürlich ganz besonders, dass er auch schreibt. Und also er hat ganz tolle Bücher geschrieben. Ich habe auch schon eins gelesen, christliche Fantasy. Das ist wirklich sehr lesenswert und die sind alle auf seinem Büchertisch hinten. Auch seine Geschichte, die er heute jetzt erzählt hat, hat er auch ein Büchlein darüber. Der Teufel war mein Freund, ist der Titel davon. Also schnuppert rein, guckt euch das an, es lohnt sich wirklich. Und weil ich Autorin bin, muss ich das auch noch erwähnen, weil mich das selber einfach so fasziniert. Ich weiß nicht, ob das jemand sonst jetzt so mitempfinden kann, aber wenn ich meine Bücher schreibe, dann muss ich mich wirklich konzentrieren. Ich setze mich hin, ich schreibe 8 Stunden am Tag und ich bin voll in dieser Welt drin. Ich kann nicht einfach ganz kurz und dann wieder mal am nächsten Tag oder so. Und ich habe ihn gefragt, wie schreibst denn du deine Bücher? Und er sagt, ja, also das ist so.
Er ist Fährmann auf dem Zürichsee und er fährt also da 60 Mal, hat er mir gesagt, hin und her pro Tag. Und jedes Mal, wenn er da hin und her fährt, hat er 5 Minuten Zeit, die einfach frei sind. Und in diesen 5 Minuten schreibt er seine Bücher. Und das fasziniert mich persönlich wahnsinnig, weil ich das niemals könnte. Das ist unglaublich. Und was dabei rauskommt, könnt ihr wirklich am Büchertisch euch angucken. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen Dank auch.